Misioni diplomatik paqe dhe zhvillim vlerëson personalitetin gjermano-shqiptar Amit Ismailji me titullin Misionari i Paqes Globale dhe ambasador nderi i strukturave tona. Motivacionin për këtë vlerësim do ta lexojë shkrimtarja e nderuar, misionarja e paqes Kozeta Zavalani. I jepet ky titull për misionin e madh dhe kontributin e çmuar në fushën e qytetërimit, arsimit, diplomacisë ekonomike, biznesit publik, administratës publike, turizmit dhe njerëzimit për frymëzimin e bashkëjetesës shoqërore dhe paqes ndërkombëtare, si një patriot shqiptar, si menaxher i FONS Consulting, si pronar i rjetëve të restoranteve Machiavelli, si specialist i teknologjisë dhe inovacionit, si drejtor i shoqërisë së biznesit gjermano-shqiptar, si iniciator dhe zbatues i ndryshimit të kurikulave në shkollat gjermane, si nismëtar i ndryshimeve ligjore të përshpejtuara të refugjatëve në Gjermani, si nismëtar dhe menaxher i marrëdhënieve të komunitetit të biznesit me institucionet gjermane, si filantrop, si misionar global i paqes, si një aktivist i njohur i të drejtave të njeriut, si nxitës i misioneve të ardhmërisë që sjellin paqe dhe prosperitetin për të gjithë njerëzimin. Personaliteti shquar gjermano-shqiptar, Amit Ismailji nderohet me titujt misionar paqeje dhe ambasador nderi i misionit diplomatik për paqe dhe prosperitet dhe organizatave partnere amerikane në shërbim të paqes sociale globale. Urime dhe suksese misionarit paqes globale Amit Ismailjit. Ich habe auch die Freude und die Ehre, Herrn Dr. Hysa, den Gouvernateur dieser Mission, das Wort zu geben. Herr Doktor, herzlich willkommen. Dankeschön. Mirë se keni ardhur. Është hera e dytë që misioni diplomatik paqe dhe zhvillim vjen në Gjermani. Herzlich willkommen. Es ist nunmehr das zweite Mal, dass die diplomatische Friedensmission in Deutschland ist. Para një viti kemi vlerësuar një shtetas gjerman me titullin misionar paqe në Ein Jahr Düsseldorf. zuvor haben wir einen deutschen Bürger in Düsseldorf den Titel gegeben, sozusagen als Honorarbotschafter für uns tätig zu sein. Dhe sot kemi ardhur të nderojmë me titullin misionar paqe dhe ambasador nderi të strukturave tona personalitetin e lartë Amit Ismailji. Heute sind wir hier in Berlin angekommen, um eine weitere Person zu ehren. Es ist Amit Ismailji, den wir als Friedensbotschafter und als Honorarbotschafter hier den Titel vergeben wollen. Misioni diplomatik paqe dhe zhvillim është një mision i hershëm amerikan, ish presidentit amerikan Eisenhower në vitet 53-61, i cili e rindërtoi Amerikën ekonomikisht dhe e ngriti edhe si një shtet të fuqishëm. Diese diplomatische Friedensmission, die wir hier auch vorstellen, hat ihre Wurzeln in Amerika, in den Vereinigten Staaten von Amerika zwischen 51 und 63 und wurde ins Leben gerufen von dem ehemaligen Präsidenten Eisenhower. Misioni ynë ka ekskluzivitet dhënje në botë të titullit misionar paqe. Und unsere Mission hat das exklusive Recht, den Titel zu vergeben als Honorarbotschafter. Të jesh misionar paqe do të thotë të jesh njeri i sakrificave në komunitet. Als Friedensbotschafter aktiv zu sein, müssen Sie sehr viel opfern in der Për ta vlerësuar më mirë punën e tij, kemi ftuar edhe personalitetin deputetin shqiptar, doktor Koçi Tahiri, një personalitet i vlerësuar nga misioni ynë me titullin misionar paqe dhe veprimtar i shquar i njerëzimit. Ihn auch weiterhin zu ehren, haben wir einen weiteren Gast hier eingeladen. Es handelt sich um Herrn Dr. Koçi Tahiri. Er ist Abgeordneter des albanischen Parlaments und ebenso auch seines Zeichens Friedensbotschafter. Sot është një ditë e veçantë sepse në Berlin, që është kryeqendra e Evropës për ne me punën që bëjnë njerëzit e Berlinit, komunitetet e Berlinit, së bashku vlerësohet një personalitet i rrallë si
Amit Ismailji. Heute haben wir einen sehr besonderen Tag. Wir sind in Berlin. Es ist nicht nur die deutsche Hauptstadt, sondern auch die Hauptstadt Europas. Und heute haben wir uns diesen Tag freigenommen, um uns bei dem Herrn Amit Ismailji zu bedanken und ihn auch sozusagen diese Urkunde zu überreichen als Friedensbotschafter. Dua të përshëndes në tras një personalitet tjetër të rrallë që është në Berlin, mikun ton Bashkim Arkaxhiu, misionar paqe, I cili e ka propozuar dhe përzgjedhur misionarin e paqes Ismail Amiti. Ich möchte hier auch die Gelegenheit nutzen, um auch den Friedensbotschafter Bashkim Arkaxhiu zu ehren und hier auch einzuladen, weil er derjenige war, der Herrn Amit Ismailji auch vorgeschlagen hat als Friedensbotschafter. Paqes. Amit Ismailji janë nderuar personalitetet të rrallë në botë, duke filluar me president shtetesh, ministra, kryeministra. Heute haben wir die Ehre, diese Urkunde Herrn Amit Ismailji zu überreichen. Es ist ein sehr wichtiger Ehrenbeitrag, den auch verschiedene Premierminister und auch Präsidenten bekommen haben. Janë nderuar personalitete fjallavjen si Hillary Clinton, Bill Clinton. Es handelt sich um Persönlichkeiten wie beispielsweise Hillary oder Bill Clinton. Personalitetet si kardinali Simoni Troshani. Und auch der Kardinal Edmond Troshani. Personalitetet tjerë të rrallë në botë, si nipi I Gandhit. Auch weitere sehr wichtige und sehr seltene Persönlichkeiten wie der Neffe von Gandhi. Kryepeshkop të kishave katolike, personalitete lider të ndryshëm të besimeve fetare. Erzbischöfe von katholischen Kirchen, aber auch andere Religionsvertreter. Gjithashtu edhe personalitetet politikës, të diplomacisë botërore. Persönlichkeiten aus der Politik und aus der weltlichen Diplomatie. Vetë kuptohet ata që janë pa korruptuar, ata që bëjnë sakrifica për komunitetet e tyre. Të pa korruptuar. Es handelt sich hier um Leute, die nicht korrupt sind, die sozusagen für ihre Gemeinde auch Opfer bringen. Mund të jesh president shteti, mund mos jesh misionar paqe. Man kann Staatspräsident sein, muss aber nicht Friedensbotschafter sein. Sepse misionar paqe janë njerëzit që japin edhe gjakun edhe jetën për komunitetet e tyre. Denn die Friedensbotschafter geben ihre ganze Energie, ihr Blut, ihr Leben für die Gemeinde. Janë personalitetet e kryqit kuq botror, që aty ku ka luftë, shkojnë dhe japin edhe jetën shpesh. Es handelt sich um Persönlichkeiten auch des Roten Kreuzes, da wo Krieg ist, da wo Unruhen es gibt, da gehen sie hin und leisten ihren Beitrag. Janë mjekët pa kufi që humbin jetën shpesh edhe nga epidemitë botrore si Ebola e tjerë. Es sind auch Vertreter von Ärzte ohne Grenzen, die beispielsweise ihr eigenes Leben auf Risiko setzen, wie zum Beispiel Krankheiten Ebola, die sie bekämpfen und so weiter. Janë kaskat blu të kombeve të bashkuara që sigurojnë paqen aty ku është paqja e brisht në vendet ku ka kriza politike. Es gibt die Blauhelme der Vereinten Nationen, die zum Beispiel auch in Krisenstaaten gehen und ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen. Po I tillë misionar paqe është edhe Amit Ismailji, sepse sakrifikon në punën e vet 24 orë për t'i kënaqur komunitetet, njerëzit që vinë në kuzhinat I menaxhon. Und auch die Persönlichkeit Amit Ismailji ist genauso ein Friedensbotschafter, weil er auch 24 Stunden am Tag seine Zeit opfert, nur damit die Menschen aus der Gemeinde sich wohlfühlen und hier auch natürlich bewirtet werden. Është I gatshëm të sakrifikojë, të ndihmojë çdo njeri në nevojë. Er ist bereit und in der Lage zu opfern, aber auch jedem Menschen zu helfen, der Bedarf hat. Prandaj është vlerësuar sot me këtë titull të lartë, me urdhrin e misionarit paqes. Deswegen wird er heute geehrt mit diesem ganz wichtigen Preis, mit dem titullin ambasador nderi të misioneve tona, mit dem Titel Friedensbotschafter unserer Mission. Si dhe me një letër falënderimi për gjithë aktivitetin e tij. Und auch mit einem weiteren Dankesschreiben für seinen Beitrag und sozusagen für den Beitrag für den Weltfrieden. Ftoi deputetin e Shqipërisë, Dr. Koçi Tahiri për t'ia dorëzuar diplomën. Nunmehr lade ich den Abgeordneten des albanischen Parlaments, Dr. Koçi Tahiri, ein, damit er diesen Preis überreicht. Ich nutze die Gelegenheit und bedanke mich bei allen Teilnehmern heute hier. Den Vertreter der albanischen Botschaft hier in Berlin. Und hier nutze ich auch die Gelegenheit, um auch Gesundheit und alles Gute dem Herrn Professor zu wünschen. Ich habe hier nicht weiter vorzutragen, es hat alles der Gouvernateur bereits gesagt. Seine Arbeit zeigt auch, dass hier dieses sehr schöne Ambiente glänzt.
Ich wünsche Ihnen Gesundheit und alles Gute. Und viel Erfolg. Cilin mendoj që t'ja dorëzoj një nga personalitetet tona në ambasadën tonë, zotria. Also neben der Preise und des Dankschreibens haben wir hier auch ein anderes amtliches Format und ich lade hier den Vertreter der albanischen Botschaft ein, diese sozusagen weiterzugeben an Herrn Ismailji. Dankeschön. Urime. Vandelit. Urime. Ja, nochmal, Herr Dr. Gouverneur Dr. Hysa, sehr geehrte Generaldirektorin Frau Dika, sehr geehrter Abgeordneter Koci, Koci Tahiri, sehr geehrte Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Familie. Ich bin es gewohnt, sehr viel unterwegs zu sein und einiges zu organisieren, ob es in der Wirtschaft war oder ob es Flüchtlingshilfe bzw. Katastrophen in gewissen Regionen, wo mich der Weg immer geführt hat. Ich habe nie an so einen Moment daran gedacht, dass man eines Tages so ziemlich viele Auszeichnungen, die hier rumliegen, ziemlich viele Schreiben, selbst auch mein eigenes Manuskript heute hier. Ich sage ganz ehrlich, ich habe kurzerhand entschieden, diese Manuskripte nicht zu lesen. Ich denke mal, dass es für mich und für Sie auch besser wäre, wenn ich hier frei raus rede. Es ist ein schwieriger Weg in mein Leben gewesen, auch für mich persönlich, denn ich bin in ein sehr schönes Land, das ehemalige Jugoslawien, geboren und am Anfang hatte ich das Gefühl, dass wir gesegnet waren, in diesem Land zu leben. Es hat sich leider da war ich sehr jung, als sich das Ganze ganz schlimm geändert hat. Die Folgen, wissen Sie, welche Kriege in dieser Region stattgefunden haben und welche Folgen das hatte und bis heute das hat. Erst in der letzten Zeit wurde in dieser Region der ein oder andere Vertrag wieder zustande gekommen. Verträge, die ich weiterhin noch heute nur als ein Stück Papier halte, die den Inhalt nicht wert sind, die da drinnen geschrieben worden, was da drinnen geschrieben worden ist. Deswegen finde ich die Idee, die Friedensmission für diese Diplomatic Mission Peace and Prosperity, dass die so stark geworden ist mittlerweile und tatsächlich sehr viele Persönlichkeiten in ihren Reihen hat. Ich weiß nicht, ob ich eine Persönlichkeit bin, aber eins weiß ich gewiss, ich bin ein sehr fleißiger Mensch und wenn ich mir eine Aufgabe zur Aufgabe mache, dann bin ich sehr fleißig. Das kennt jeder von euch, der mich ein paar Tage länger kennt. Ich kann Ihnen, ich kann euch, ich kann auch meine Familie, aber auch Herrn Gouverneur Dr. Hysa versprechen, dass ab heutigen Tag ich noch mehr für den Frieden, noch mehr für den Wohlstand, nicht nur für meine Kommunität, nicht nur für meine Gemeinde, nicht nur für meine Freunde, sondern ich hätte da ein paar Ideen, wo man neu ansetzen kann, wo man neue Karriere, in dem Sinne würde ich das nicht sagen, aber wo man neue Aktivitäten starten könnte, wo ich sie starten kann. Und Gnade Gott, den
diejenigen, die mir bis heute gesagt haben, melde dich, wenn du was brauchst. Ich sage es nochmal, wenn hier welche im Raum sind, die mir mal gesagt haben, melde dich, wenn du was brauchst. Ich brauche euch, ich brauche jeden einzelnen von euch. Ich werde euch viel mehr brauchen als bisher, denn für viele kann das bedeuten, nur da ist eine Delegation unterwegs, da ist jemand geehrt worden. Nein, ab heute fängt was Neues an, auch in mein Leben. Eine Aufgabe, die mich immer in meinem ganzen Leben, seitdem ich auch einige Möglichkeiten hatte, habe mich insbesondere der albanischen Frage gestellt. Diesen Satz sagen sehr viele Menschen auf dieser Welt, die müssen ja nicht Albaner sein, um zu sagen, ja, uns interessiert das und die armen Albaner, die wurden angegriffen, nicht angegriffen. Diese ganze Gejammer, meiner Meinung nach, müsste so langsam aufhören und wir müssen aufwachen und für gerechten Frieden kämpfen. Ein gerechter Frieden, das werde ich wohl lesen müssen. Ich habe den Philosophen nicht finden können, aber da steht, ein gerechter Frieden beinhaltet nicht nur zivile und politische Rechte. Er muss wirtschaftliche Sicherheit garantieren. Wahrer Frieden schließt nicht nur frei von Angst zu sein, sondern auch frei von Mangel. Ich will es nicht übertreiben, aber viele von Ihnen wissen, dass es weltweit so viele Menschen gibt, denen es nicht so wie uns ergeht. Es gibt Hunger, es gibt tatsächlich Mangel auf der Welt. Und wenn wir das auf Europa reduzieren, dann können wir froh sein, dass es mittlerweile keine einzige Region in Europa gibt, wo man sagen kann, da leiden die Menschen Hunger. Aber meine Damen und Herren, ich und auch Sie, wir können auch mitten in Deutschland nicht sagen, dass wir in Frieden leben. Vor kurzem ist eine furchtbare Tat in Deutschland passiert. Ich will das nicht polemisieren, aber glauben Sie mir, es ist sehr gefährlich, auch um uns herum. Wir haben hier Wohlstand, aber trotzdem haben wir hier auch die Situation, dass unser Frieden in der Bundesrepublik Deutschland, ein sehr wichtiges Land, auch nicht garantiert ist. Wir haben heute die Situation hier zum Beispiel, dass wir sehr multiethnisch, multireligiös zusammensitzen und Sie müssen leider noch ein oder zwei Sätze von mir anhören, dann bin ich fertig. Als ich zur Vorbereitung dieses Treffens hier habe ich überlegt, und einige von Ihnen wissen, wie viele Diplomaten, wie viele Präsidenten, zwei der letzten Präsidenten hatte ich das Glück und auch die Ehre, Freunde oder von denen als Freund genannt zu werden. Da wäre die Möglichkeit, hier auch einige andere Exzellenzen einzuladen. Mir war wichtig, Sie einzuladen. Mir war wichtig, dass wir genauso gemischt, genauso zusammen hier sitzen, wie wir heute sind. Denn einen Freund von mir habe ich vor kurzem angerufen, der hat mich gefragt, ich habe ein paar Freunde, die ich mitbringen würde, aber die kommen aus Serbien und Dobrodošli. Herzlich willkommen, selbstverständlich, genau Sie brauche ich. Genau Sie brauche ich, denn genau dort müssen wir ansetzen, genau bei der Verbesserung der Verhältnisse zwischen Albanern und Serben.
Ich denke, da wo die Politik bis jetzt angekommen ist, ist schon ein Stück gemacht worden. Aber da ist noch ein großes Stück zu machen. Und mein lieber Freund aus Serbien, wenn wir hier in Berlin einen Freundeskreis, albanisch-serbischen Freundeskreis gründen, kann ich Ihnen garantieren, dass einige große Diplomaten uns beneiden werden, wie schnell wir zueinander finden. Herzlichen Dank. Ich glaube, die letzten Gäste sind auch schon eingetroffen. Vielen, vielen Dank nochmal, dass Sie sich das angehört haben. Aber ich glaube, ich bin jetzt erleichtert. Ich habe jetzt alles rausgegeben, ob es viel oder wenig war. Für mich war es wichtig. Vielen Dank.